Das schwedische Kolonialreich. Die Schweden sind wohl nicht die ersten, an die man bei den europäischen Kolonialmächten denkt. Doch gerade das macht es so spannend. Die Schweden, schon immer als Seefahrernation bekannt, wollten ebenfalls ein Stück vom Kuchen der neuen Welt abhaben, weshalb sie weite Seefahrten über den Atlantik unternahmen. Dabei eroberten sie aber nicht nur Kolonien in Nordamerika, sondern sie breiteten sich auch in Afrika aus und annektierten zudem auch Inseln in der Karibik. Deshalb schauen wir uns heute die spannende Geschichte des oft vergessenen schwedischen Kolonialreichs an. Viel Spaß! Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts stieg Schweden zu einer der mächtigsten Nationen Europas auf und es erreichte seine größte Ausdehnung. So besaß es neben Regionen im heutigen Norwegen, Finnland und Russland auch baltisches Territorium im heutigen Estland und Lettland und auch Gebiete in Deutschland und Polen. Und wie alle mächtigen Staaten Europas zu der Zeit wollte auch Schweden seine Macht weiter ausdehnen, weshalb es sein Auge nach Amerika richtete. So gründete Schweden die New Sweden Company, die ähnlich wie die West India Company der Briten und Niederländer die Kolonialisierung unterstützen sollte. So war es die erste Aufgabe der Company, Tabak- und Pelzhandel in Nordamerika durchzuführen, sowie einen ersten schwedischen Stützpunkt in der neuen Welt zu etablieren. Zur Unterstützung warben sie den erfahrenen niederländischen Entdecker Peter Minuit an, der bereits einige Jahrzehnte zuvor für die Niederländer die Kolonie Nieuw Nederland im heutigen Manhattan gegründet hat. Er wurde allerdings damals von seinem Arbeitgeber entlassen und wollte es deshalb jetzt den Niederländern heimzahlen. Deshalb half er den Schweden, an einem strategisch verletzlichen Teil von Nieuw Nederland eine Kolonie zu gründen. So errichteten die Schweden 1637 einen ersten Stützpunkt namens Fort Christina im heutigen Delaware, der nach der schwedischen Königin Christina benannt wurde. In der Folge breiteten sich die Schweden immer weiter am Delaware River aus und errichteten weitere Stützpunkte, zudem verstärkten sie den Handel mit den Einheimischen. Das Hauptproblem war aber, dass bei den Schweden die Begeisterung für die Kolonien nicht so groß war wie in anderen europäischen Ländern. Deshalb siedelten nur einige wenige Schweden und Finnen nach Amerika über und die Kolonie konnte nie mehr als ein paar hundert Einwohner erreichen. Zudem wuchs auch der Druck der Niederländer, die ja das Gebiet um den Delaware River immer noch als ihr eigenes Territorium ansahen. Als sich die Schweden dort aber bis 1654 immer weiter ausbreiteten, schickten die Niederländer Vergeltung. Sie waren den Schweden dabei auch deutlich überlegen und zwangen deshalb innerhalb kürzester Zeit alle schwedischen Außenposten zur Kapitulation, wodurch Neuschweden nach nicht mal 2 Jahrzehnten vollständig verloren ging. Das war aber noch nicht das Ende der Schweden in Amerika. Schauen wir aber zunächst nach Afrika. Ab 1650 intervenierte Schweden nämlich auch zunehmend an der afrikanischen Westküste. Es gründete die Schwedische Afrika-Kompanie und beauftragte seine fähigsten Männer zum Erwerb einer Kolonie in Afrika. So wurde im April 1650 die Kolonie der schwedischen Goldküste gegründet, die sich über die Küste des heutigen Ghanas und Togos erstreckte. Es wurden dabei mehrere Außenposten wie das Fort Karlsborg und die Hauptstadt, das Fort Christiansborg, gegründet. Schweden nutzte dabei seine Kolonien vor allem als Ausgangspunkt für den atlantischen Sklavenhandel, indem es afrikanische Sklaven nach Amerika verschiffte. Aber auch das afrikanische Kolonialreich war nur von relativ kurzer Dauer. Der schwedische Gouverneur der Goldküste wechselte nämlich nach einem Streit die Seiten und verkaufte das Gebiet an die Niederländer. Als der schwedische König das Gebiet aber nicht abgeben wollte, belagerten die Niederländer das Fort Christiansborg und nach einer langen Verteidigung durch die Schweden konnten sie es erobern. Und nur ein Jahr später kamen dann die Briten, die die Küste wiederum für sich beanspruchten und diese auch eroberten und schließlich die britische Kolonie der Gold Coast etablierten. Schwedens koloniale Abenteuer wurden daraufhin aber für 100 Jahre unterbrochen. Erst 1784 starteten die Schweden mit einem neuen Versuch in Amerika. Es erwarb dabei gegen Handelsrechte die Karibikinsel St. Barthélemy von Frankreich, die durchaus als erfolgreiche Kolonie bezeichnet werden kann. Die Insel wuchs dabei zu einem wichtigen Handelsposten in der Karibik heran und war vor allem durch den Liberalismus und die religiöse Toleranz sehr beliebt bei Auswanderern aus Schweden, aber auch bei Auswanderern aus anderen europäischen Staaten. Insgesamt existierte die Kolonie 100 Jahre, erst 1877 verkaufte Schweden sie wieder an Frankreich, da dort mittlerweile sehr viele Franzosen lebten. Übrigens besaß Schweden während der Napoleonischen Kriege auch für ca. ein Jahr die Insel Guadeloupe, nach kurzer Zeit musste sie aber schon wieder abtreten. Die abschließende Frage ist, was hinterließ eigentlich das schwedische Kolonialreich? Trotz der wenigen Kolonien hinterließen die Schweden nämlich durchaus ihren Einfluss, besonders in Amerika. Sie brachten einerseits das lutherische Christentum in die neue Welt, andererseits etablierten sie die Blockhütten, die später zu einem festen Bestandteil der nordamerikanischen Architektur wurden. Und heute leben zudem ca. 1,3 Millionen Schweden in den Vereinigten Staaten. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit den schwedischen Kolonien in Nordamerika weiterging, kann ich euch sehr dieses Video empfehlen, in dem ich schon mal über die niederländische Kolonie in Nordamerika gesprochen habe, aus der dann später New York wurde. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.